Framus steht für Fränkische Musikinstrumentenerzeugnisse, was ja mein Opa damals gegründet hat. Das Besondere an unserer Firma und was uns auch unterscheidet von anderen Herstellern in der Musikindustrie oder generell Firmen in Deutschland, ist der Punkt klimaneutrale Produktion. Wir sind das erste Unternehmen in der Musikindustrie, was klimaneutral produziert, und das schon seit 2012. Wie wurde das erreicht? Wir kaufen ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft ein. Wir stellen 97% unseres eigenen Stromes selbst her durch ein Blockheizkraftwerk, durch Solaranlagen und kleine Windturbinen und haben noch einige andere Technologien im Zusammenspiel mit dem Blockheizkraftwerk wie eine Wärmerückgewinnungsanlage, die die überschüssige Wärme vom BHKW zurückgewinnt und ins Heiznetz einspeist. Und auch in der Produktion wird die überschüssige Wärme von den Maschinen, die in der Luft abgegeben wird, auch aufgefangen und zurück ins Netz gespeist. Der ausschlaggebende Punkt, warum wir in den 90er Jahren nach Ostdeutschland, hier nach Magdenkirchen gezogen sind, war die Hoffnung, qualifizierte Fachkräfte hier zu finden. Ist vielleicht vielen nicht bekannt, aber Magdenkirchen ist eine Musikstadt. Diese ganze Region hier wird auch als Musikwinkel bezeichnet, da sehr viel Instrumentenbau hier betrieben wird und das auch schon seit mehreren hunderten Jahren. Warwick ist ein Name, den mein Vater bei Reisen mal aufgefasst hat er irgendwo gesehen, und wo er angefangen hat, Bässe zu bauen, hat er einen Namen gebraucht, und da hat er eben diesen Namen Warwick im Kopf, weil es musste ein amerikanischer Name sein. Es musste natürlich cool klingen, wenn man es aussprach. Mein Vater Hans-Peter Wilfer hat zur damaligen Zeit neue Maßstäbe im Bau von Bässen gesetzt. Er war damals Pionier im Einsatz von exotischen Hölzern wie Bubinga, Zebrano, Ovankol. Die wurden damals im Bassbereich überhaupt nicht benutzt. Heutzutage ist es, ich will nicht sagen gang und gäbe, aber zum Beispiel Ovankol sieht man auch bei vielen anderen Herstellern. Weitere Innovationen, die mein Vater ins Leben gerufen hat mit dem Bau der Warwick-Bässe, ist unter anderem der Einsatz von Glockenbronze für die Bünde. Die Brücken und auch die Sattel sind aus dem gleichen Material, somit sind alle Punkte, wo die Saite den Bass berührt, aus dem gleichen Material, und das ergibt auch den einzigartigen Warwick-Sound, den Leute im Kopf haben, diesen typischen Warwick-Growl, das lange Sustain und die schnelle Attacke, wenn man die Saite spielt eben. Unter anderem ist dann auch noch, was in den späteren Jahren dazu kam, aber auch sehr wichtig, die IFT-Technologie, was Invisible Fretwork Technology heißt. Unsere Bundenden links und rechts sind nicht zu erkennen. Normalerweise wird das Griffbrett komplett durchgeschlitzt, bei uns wird links und rechts Holz stehen gelassen, was sehr viele Vorteile mit sich bringt. Dann haben wir noch den Begriff Tiger Stripe Ebony ins Leben gerufen, was bedeutet, dass wir nicht nur schwarzes Ebenholz benutzen, es wird auch Ebenholz mit roten Streifen oder anderen, nicht Verfärbungen, aber anderen Farben des Ebenholz verwendet. Weil das Ebenholz ist nicht nur schwarz. Das meiste, was man an Ebenholz bekommt, hat andere Farben mit drin. Und wir sagen eben, wir benutzen nicht nur das Schwarze und benutzen auch den anderen Teil des Stammes, was bei vielen Abfall ist oder gar nicht gebraucht wird, um eben auch die Holzabfälle zu minimieren. Und unter anderem sind diese Griffbretter auch alle viel einzigartiger. Schwarzes Griffbrett ist immer das gleiche. UV-Technologie, habe ich vorhin schon mal erwähnt, ist ganz Besonderes bei uns, benutzt kein anderer Hersteller für alle Schichten der Lackierung, wird UV-Lack verwendet. Mein Vater hat auch das Invisible oder die Hidden Neck Construction erfunden, was man bei den Thumb NT-Bässen vorfindet, dass man von vorne den durchgehenden Hals nicht sieht, aber von hinten. Mein Vater hat die Just in Nut erfunden, was ein einstellbarer Sattel ist für Bässe. Der normal klassische Sattel besteht aus einem Stück. Unser Sattel besteht aus Ober- und Unterteil, der sich mit 2 Madenschrauben verstellen lässt. Ist einzigartig im Bassbereich, gibt niemand anderen, der das macht. Bienenwachs, Oberflächen und Satinlackierungen waren damals überhaupt nicht gang und gäbe. Es wurde alles deckend und Hochglanz lackiert, und mein Vater war einer der ersten, der die Bienenwachsoberflächen und auch die Satinlackierungen im Bassbereich benutzt hat. Heutzutage sieht man das auch bei sehr vielen Herstellern. Bienenwachs ist auch ein Markenzeichen der Firma Warwick. Wenn Kunden an unsere Presse denken, denkt man an hohe Qualität, exotische Hölzer und natürliche Oberflächen, die sich sehr schön anfassen, weil eben keine Lackierung drauf ist.
Aktuell bieten wir den Ausbildungsplatz zum Holzmechaniker oder zur Holzmechanikerin bei uns in der Produktion an. Die Tätigkeiten befassen sich mit Holzzuschnitt, Holzbearbeitung, Verleimung, Sortierung und solche Sachen in der Vorproduktion. Ich selber habe auch diese Ausbildung gemacht, wo ich hier angefangen habe mit meinen 16 Jahren. Bewerben kann man sich bei der E-Mail, die hier eingeblendet wird. Und die Bewerbung sollte bis Ende August eingegangen sein, weil am 1.9. geht die Ausbildung dann immer los. Und falls man das verpasst hat, wir suchen eigentlich jedes Jahr nach neuen Lehrlingen, kann man sich auch fürs nächste Jahr bewerben. Und unter anderem suchen wir auch Grafiker in Vollzeit.